Hi, ich bin Mike von Mindcare Media und in diesem Video möchte ich so ein bisschen über das Aufmerksamkeitstraining ATT sprechen, beziehungsweise Attention Training Technik und die metakognitive Therapie. Ich möchte so ein bisschen meine Erfahrungen damit teilen. Ja, das ist vielleicht für Menschen interessant, die jetzt selber am Anfang ihrer eigenen metakognitiven Therapie stehen und vielleicht so ein bisschen wissen wollen, wie ging es anderen dabei, dabei auch so ein bisschen Mut machen und Hoffnung geben. Und vielleicht ist das aber auch einfach nur für Menschen interessant, die jetzt selber gerade meine ATTs hören und einfach wissen wollen, wer ist eigentlich dieser Mann, von dem ich das mir eigentlich immer so anhöre. Jetzt am Anfang für euch noch zur Info, so was wird euch in diesem Video erwarten. Also ich möchte so ein bisschen meine eigene Geschichte erzählen. Ich möchte so ein bisschen erzählen, was ist das ATT, wie bin ich darauf gestoßen, wie war mein Zustand vor dem ATT, wie geht es mir jetzt damit, vor allem wie schwer war am Anfang ATT, was sind so die Probleme dabei für mich gewesen, was sind die Vor- und Nachteile, wie sehr hat es mir geholfen. Ich habe schon mal so ein ganzes Video dazu gemacht zu den häufigsten Fragen zum Aufmerksamkeitstraining. Das habe ich euch auch mal unten verlinkt oder ist auch am Ende des Videos auch noch mal zu sehen. Genau, was ist ATT? Das ist halt eine akustische Hörübung, die Teil der metakognitiven Therapie ist, die von Adrian Wells gegründet wurde. Und letztendlich hat man halt so eine 12 Minuten Hörübung, wo man in den ersten 5 Minuten selektive Aufmerksamkeit trainiert. Das heißt, man konzentriert sich ungefähr alle 30 Sekunden auf ein Geräusch innerhalb einer Geräuschkulisse, immer für 30 Sekunden, dann wechselt man auf das nächste Geräusch. In den nächsten 5 Minuten übt man so ein bisschen die schnelle Verlagerung der Aufmerksamkeit. Das heißt, so alle 5 bis 10 Sekunden oder sowas wechselt man seine Aufmerksamkeit auf ein anderes Geräusch. Und für die letzten 2 Minuten versucht man so ein bisschen so eine geteilte Aufmerksamkeit auf alle Geräusche gleichzeitig drauf zu richten. Und das Ganze soll einem so ein bisschen helfen, vom Kopf her, wenn man quasi ganz viel am Grübeln ist oder am sich Sorgen, wieder seine Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Die Idee ist, dass es wie so ein Aufmerksamkeitsmuskel ist, also Muskel in Anführungsstrichen, der einfach so ein bisschen verkümmert ist durch das ständige Grübeln. Man muss dann wirklich einfach üben, die Aufmerksamkeit wieder zurück nach außen zu verlagern. Und da kann halt das Aufmerksamkeitstraining helfen, durch regelmäßige Übungen, dass man halt leichter wieder hinkommt. Ja, wie bin ich auf das Aufmerksamkeitstraining gestoßen, auf ATT? Das war bei mir damals in der Klinik. Ich bin damals in die Klinik halt gegangen, in die Notaufnahme, als es mir überhaupt nicht gut ging. Und ja, wegen Verdacht auf Depressionen. Und der Psychiater damals sagte allerdings, nee, das ist eine generalisierte Angststörung. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie davon gehört. Und war auch erstmal so ein bisschen verwundert, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass es nur Depression ist. Mal in sehr, sehr großen Anführungsstrichen. Und er sagte mir, ich sollte einfach mal nach ATT suchen, also nach Attention Training Technik, und dass das dabei sehr gut helfen soll. Und das habe ich dann damals auch tatsächlich auch direkt in meiner Wartezeit so ein bisschen dann auch gemacht. Habe ich mir die erste Hörübung auf YouTube dann irgendwie rausgesucht, also einfach danach gesucht, habe was gefunden von einem Kanal namens Afternoon Break und habe mir das dann gleich angehört. War so eine ganz simple Audioübung mit nur 4 Geräuschen und die dann gleich gemacht. Habe damals noch nicht so wirklich verstanden, was das Ganze bringen sollte. Und dann habe ich noch eine Lektüre bekommen, die mir dann empfohlen wurde in der Klinik, dieses Sorgenfrei und Sorgenlos und Grübelfrei von Oliver Korn, wo mal so ein bisschen Theorie auch noch dazu ist und diese ganze metakognitive Therapie so ein bisschen vereinfacht für Patienten dann quasi erklärt wird. Ja, manchmal so ein bisschen so ein Bild zu malen, das ist jetzt natürlich extrem persönlich, aber natürlich ging es mir überhaupt nicht gut. Falls euch eine generalisierte Angststörung nicht sagt, das ist echt gar kein Zuckerschlecken, weil man dann einfach so ein permanentes Gedankenrasen hat. Man ist die ganze Zeit unter extrem hoher Anspannung, man kommt überhaupt nicht mental zur Ruhe, man ist permanent am Grübeln, am sich sorgen und man kann, oder beziehungsweise man hat das Gefühl, dass man auch überhaupt nicht damit aufhören kann. Das ist so quasi nonstop. Das Gehirn ist einfach in so einem Dauerkarussell, in so einer Dauerschleife. Und das war mehr als nur die Hölle damals.
Und an dieser Stelle möchte ich da zumindest auch so ein bisschen Mut machen, weil ich damals niemals gedacht hätte, dass ich jetzt mal später in der Lage sein werde, so ruhig hier vor der Kamera das Ganze einfach nochmal zu erzählen. Das heißt, wenn ihr euch ausmalen könnt, wie schlecht es einem gehen kann. Also ich war schon ziemlich da. Ich kenne nicht sehr viele Leute, denen es schlechter ging als mir damals. War halt nicht leicht. Dieses ständige Grübeln und sich Sorgen machen, das kam natürlich nicht irgendwie von heute auf morgen. Das war etwas, was ich mir sehr gut über einige Jahrzehnte quasi antrainiert habe, ohne dass mir bewusst war, dass das ein extrem dysfunktionales Verhalten ist. Die ganze Zeit sich Sorgen zu machen, dem hinterherzugehen, sich alles Mögliche an schlimmen Horrorszenarien irgendwie auszumalen. Und das überhaupt nicht zu unterbrechen, das wusste ich dann quasi nicht. Und das hat sich dann irgendwann einfach, ist das dann immer schlimmer geworden, bis dann halt irgendwie so ein Breaking Point erreicht war, an dem es irgendwie außer Kontrolle geraten ist, in dem ich quasi fast schon gar keine Sekunde hatte, in der ich das gar nicht abschalten konnte. Und dementsprechend war das Aufmerksamkeitstraining am Anfang irre schwer. Also wirklich unglaublich schwer, sich auch nur ein bisschen auf diese Geräusche zu konzentrieren, weil das waren tatsächlich auch nur 4 Geräusche in dieser ersten Übung, die ich da gemacht habe, oder auch am Anfang in den ersten Tagen. Und das ging quasi einfach nicht. Ne? Ich sollte da 30 Sekunden meine Aufmerksamkeit drauf halten, keine Chance. Das war sehr, sehr schwer. Also ständig abgedriftet und auch die ganze Zeit die Übung hinterfragt. Und wieso soll ich das machen? Und das ist doch alles sinnlos und das wird niemals funktionieren. Und diese ganzen typischen Gedanken, die wahrscheinlich ziemlich normal sind, die man da am Anfang hat. Und das braucht doch natürlich seine Zeit, bis das funktioniert. Das ist ja wie Training im Fitnessstudio. Also ich kann ja nicht erwarten, indem ich einmal die Handel hochhebe, dass mir das sofort super leicht fällt, dass ich mit einer Hand 20 Kilo hochheben kann. Oder dass ich nach 2 Trainingssessions sofort hier irgendwie Mr. Universe bin. So geht das natürlich nicht. Und insbesondere da das Aufmerksamkeitstraining natürlich Teil der metakognitiven Therapie ist. Das ist so ein sehr, sehr wichtiger Baustein, wie ich finde, somit einer der besten aus dem Therapiebereich, dass man das Ganze ein bisschen übt, weil es wirklich eine praktische Übung ist, an der man einfach was hat, aber man muss einfach dranbleiben. Ne? Und auch zweimal am Tag sich da dran zu setzen, das erfordert eine Menge Energie, eine Menge Kraft, eine Menge Fleiß und Disziplin, das halt durchzuziehen. Aber es lohnt sich halt, wenn man da dran bleibt, ne? Und wenn man das dann einfach macht und das immer wieder übt und immer wieder, wenn man rauskommt, da immer wieder halt reinzukommen. Und das wurde dann halt mit der Zeit immer leichter, aber es braucht halt auch so ein bisschen. Was ich an dieser Stelle auch nochmal ganz interessant finde, ist so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile einzugehen. Ein Vorteil von dem Attention Training Technik ist, dass man es einfach sofort jetzt machen kann. Ne? Also man muss halt nicht erstmal Ewigkeiten auf einem Therapieplatz warten, sondern man kann damit jetzt einfach schon mal gleich starten und fast egal, was für eine psychische Störung irgendwie vorliegt oder was für ein Krankheitsbild, man kann davon profitieren. Also es ist eine extrem gute Übung, die Achtsamkeit zu trainieren, weil das macht man ja. Man übt ja im Hier und Jetzt zu bleiben und nicht die ganze Zeit in seinem Kopf. Also es ist sehr gut gegen das Grübeln und gegen das sich Sorgen und das ist ja mehr oder weniger ein sehr kritischer Bestandteil von sehr vielen psychischen Erkrankungen. Daher extrem großer Vorteil. Also das kann man einfach jetzt üben. Es ist kostenlos. Was auch sehr gut daran ist, ist, dass man es im Vergleich zu den anderen Therapieformen ist das etwas, was sehr gut auch alleine funktioniert, was man auch so ein bisschen ohne Therapeuten üben kann. Man muss es nämlich auch fairerweise sagen, ich habe jetzt keine normale, klassische metakognitive Therapie erhalten über einen Therapeuten, sondern als ich dann halt in der Klinik war, dann wurde es war nicht so optimal, wie das da gehandhabt wurde. Bei mir war es mehr oder weniger so, ich habe dieses Buch empfohlen bekommen, an dem ich mich auch sehr fleißig und ausführlich quasi dass ich durchgearbeitet habe und ich habe halt diese Übung gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich mit einem Therapeuten das auch immer wieder besprochen habe, wie das normalerweise so der Fall wäre. Gibt es nämlich auch einer der Nachteile, es gibt jetzt nicht so super viele Psychotherapeuten, die auf metakognitive Therapie spezialisiert sind. Die meisten sind halt kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ja so der Klassiker bei Depressionen und bei Angststörungen. Das wirklich ein Nachteil ist, es braucht halt natürlich ein bisschen Zeit. Ne? Man muss am Ball bleiben und man muss das regelmäßig machen. Also bei mir war auch so ein Klassiker, dass ich das eine Zeit lang sehr fleißig immer gemacht habe, immer einige Wochen am Stück.
Zweimal am Tag fand ich hart dran zu denken. Irgendwie habe ich das nicht so regelmäßig geschafft. Und dann, wenn es mir mal so ein bisschen besser ging, dann habe ich das halt schludern lassen, so ein bisschen wie mit Krankengymnastik. Und wie das dann halt immer so ist bei so einem wellenförmigen Verlauf, dann geht es einem wieder halt schlechter und dann denke ich mir, oh, warum habe ich das nicht durchgezogen, bin ich nicht an meinem Training geblieben. Das ist echt, also ich finde den Vergleich zu Krankengymnastik extrem passend an dieser Stelle, weil da ja häufig die Problematik auch wieder zurückkommt, sobald man es ein bisschen schludern lässt. Natürlich die großartige Frage, hat ATT mich geheilt? Ne? Wie hat es geholfen? Das ist wahrscheinlich das, was man unbedingt wissen will, wenn es einem am Anfang schlecht geht. Und so, kann es mich heilen, kann es mich heilen? Also ATT alleine hat mich nicht geheilt. Das in meinem Fall. Ne? Also das könnt ihr jetzt nicht auf euch übertragen, das ist jetzt eine Einzelfallgeschichte. Aber dennoch habe ich sehr viel davon profitiert. Also ich glaube mittlerweile, dass Depressionen und Angststörungen, dass es ein vielschichtiges Problem ist, was man so ganzheitlich lösen muss. Also man muss auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Bei einigen Leuten gibt es wirklich nur dieses eine Problem, was gelöst werden muss und dann verschwindet das. Was ich super finde für die Leute, bei denen das halt wirklich so einfach, in wieder großen Anführungsstrichen, nichts ist einfach in dem Bereich, aber wenn das einfacher klappt. Bei mir, ich musste auf sehr, sehr vielen Ebenen gleichzeitig arbeiten und dieses Grübeln und sich sorgenlos werden ist definitiv eine der Ebenen gewesen. Weil das eine extrem belastende Baustelle war bei mir. Das hat mir sau viel Lebensqualität genommen. Weil ich mich auch überhaupt nicht auf den normalen Alltag konzentrieren konnte, auf allein Bücher lesen, Serien gucken oder Fernsehen gucken. Das war halt einfach nicht drin. Gesprächen folgen, Gesprächen zuhören, das war eine Zeit lang irre schwer, da konzentriert zu bleiben und dann einfach da so ein Training zu haben, was dafür sorgt, dass man wieder so ein Stückchen Normalität bekommt. Das war sehr wertvoll und eine Menge wert. Gleichzeitig musste ich aber auch noch auf anderen Ebenen arbeiten, wie so ein bisschen auf dieser psychosozialen Ebene, dass ich auch so ein bisschen, ich musste mein Leben halt sehr doll umkrempeln, ich musste sehr doll in mich reinhorchen, was sind überhaupt die Sachen, die ich möchte, was tut mir gut, welches Verhalten tut mir nicht gut. Und da hat es bei mir einfach durch dieses Metakognitive, das hat es da einfach nicht getan. Hier und da mussten es bei mir dann auch mit Medikamenten nachgeholfen werden. Ich habe auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel gefunden, die mir sehr gut getan haben, die tatsächlich sehr gut bei mir funktioniert haben, teilweise echt besser als Medikamente. Kann ich hier kurz nochmal sagen. Einerseits Magnesium, das hilft extrem gegen Ängste, Magnesiumcitrat in meinem Fall und auch ein bisschen zum Schlafen, das hat den Schlaf echt gefördert und L-Theanin. Aber das sind Sachen, die jetzt bei mir funktioniert haben. Das müsst ihr gucken, ob das bei euch überhaupt passt, ob das was für euch ist. Immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn YouTuber oder irgendwelche Leute aus dem Internet, zu denen ich halt auch gehöre, solche Empfehlungen machen. Das heißt überhaupt nicht, dass das für euch das Richtige ist, aber kann man mal reinschauen. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Mache ich das Aufmerksamkeitstraining immer noch? Ehrlicherweise, nein. Das ist so ein bisschen, die Schuster haben die schlechtesten Schuhe. Das ist bei mir so ein bisschen, immer wenn es mir halt besser geht, lasse ich das halt schludern. Aber ich versuche schon immer wieder regelmäßig das zu üben, die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zurückzuholen. Also gerade wenn mir auffällt, oh, ich grübel schon wieder, ich denke über diesen und jenen Müll nach, mit der Feststellung, dass es nichts bringt, darüber nachzudenken. Das ist ganz wichtig, weil Grübeln und sich sorgen ist halt nicht gleich Nachdenken, weil beim Nachdenken kommt man seinem Problem einen Schritt näher und beim Grübeln und sich sorgen, da dreht man sich halt im Kreis und dreht sich im Kreis und man kann im Grunde genommen stundenlang grübeln und sich sorgen und man kommt halt überhaupt nicht weiter. Aber was ich stattdessen jetzt angefangen habe, ist halt Meditation. So ein bisschen, noch nicht lange, nicht hardcore. Ich finde es immer noch sauschwierig. Und habe dabei aber festgestellt, dass tatsächlich dieses Attention Training Technik, was sich Adrian Wells da ausgedacht hat, das sind im Grunde genommen, sind das die Ansätze aus der Meditation. Also mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo ich da damit angefangen habe, habe ich das jetzt halt bemerkt, dass die Aufmerksamkeit immer wieder weg von den Gedanken und auf irgendwas zu richten. Das ist halt diese ganz klassische fokusorientierte Meditation. Und diese losgelöste Achtsamkeit, die ja auch ein zweiter wichtiger Bestandteil ist von der metakognitiven Therapie, das ist auch ein sehr großes Kernelement aus der Meditation, dass man halt lernt, seine Gedanken einfach mal ziehen zu lassen und dem nicht die nur als Gedanken zu betrachten.
Dementsprechend ersetze ich diese durchstrukturierten 12 Minuten Hörübungen, ersetze ich so ein bisschen durch so ein etwas freieres Training. Versuche das aber zumindest täglich umzusetzen. Und das war es dann auch im Grunde genommen schon für dieses Video, wo ich meine Erfahrungen mit dem Aufmerksamkeitstraining teilen möchte. Falls es noch etwas gibt, was ihr gerne irgendwie dazu wissen möchtet, dann fragt mich gerne unten in den Kommentaren. Ich würde mich auch total freuen, wenn da andere Erfahrungsberichte vielleicht zu finden sind. Man braucht ja einfach dringend so ein bisschen Mut und Hoffnung, wenn man am Anfang von dieser sehr schwierigen Reise halt irgendwie steht. Ich habe auch mein Video jetzt nochmal hier verlinkt, wo ich über die häufigsten Fragen zum ATT eingehe und habe auch eine Playlist von den ATTs, die ich produziere. Mein Name ist Mike von Mindcare Media und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei deiner Therapie.